Willkommen in der ersten Ausstellung der europaübergreifenden Künstlerinnengruppe Artists in Masks in Murnau am Staffelsee. An jedem Tag der Ausstellung bis zum 5. März lese ich vor einem ausgewählten Kunstwerk Auszüge aus meinem neuesten Buch vor. Das Buch heißt 93 Tage in Italien, ein europäisches Künstlertagebuch. Heute sitze ich vor einem Kunstwerk des bayerischen Künstlers Jan Kähler und er nennt diese mittlerweile verrostete Gitarre Freak Out. Palermo, Sizilien, Donnerstag, 3. Januar 2019. Fast in jedem Haus dieses Stadtbezirks sitzt oder steht ein Wachmann. Uta nimmt vieles schneller wahr als ich. Heute leidet sie an Erinnerung an einen schlechten Traum. Erst als wir mittags das Haus verlassen, fällt diese Last von ihr ab. Sie sehnt sich nach dem Meer. So durchziehen wir Alleen und Promenaden, Straßenzüge, deren graue und müllverkrustete Trostlosigkeit sich nicht von den Wohnvierteln der einfachen Leute unterscheidet, die wir aus vielen anderen Städten kennen, in München und Berlin nicht anders als Paris und Roma. Der weite Blick unten am Meer tröstet für Momente über diese Tristesse hinweg. Hier verharren trotzig auch einige wenige alte Gebäude, die nicht verfallen, trotzdem in schlechtem allgemeinen Zustand, umzingelt von Müll. Nach 2,5 Stunden Marsch durch Industrieanlagen, Werften und Einkaufsstraßen finden wir zurück in unser Viertel südlich des Borgo Vecchio. Mit jedem Meter, der uns von der Konsumindustrie entfernt, dringen wir tiefer ein in die Welt der historischen Märkte. Freilich grinst uns aus jedem zweiten Verkaufsstand auch in Fernost produzierte Massenware entgegen, aber es findet eine fortschreitende Veränderung statt. Schließlich drehen wir uns mit allen anderen Menschen in einem sinnlichen Karussell aus Stimmen, Gerüchen und Farben. An einem Stand erstehen wir Fisch und Wein. Später, zurückgekehrt an die Via Veneto, finden wir unseren Wachmann Cesare singend und auf einer Gitarre spielend hinter seinem Dienstpult. Einige Minuten lang verharren wir zögerlich, lauschend zwischen Einkaufskorb und Aufzug. Das steingetäfelte hohe Treppenhaus besitzt eine hervorragende Akustik. Als Cesare dann Consuelo Velázquez Bésame mucho intoniert, hält uns nichts mehr vom Mitsingen ab. Schnell kommen wir ins Gespräch. Später reicht mir Cesare sein Instrument. Eines Tages hat er den hölzernen Korpus aus einem der allgegenwärtigen Müllhalden gefischt und mit zu sich nach Hause genommen. Hier gelang es ihm, dem Musikinstrument neues Leben einzuhauchen und zugleich den bis dahin gut verborgenen Schatz seiner eigenen Musikalität zu heben. Sehr behutsam, in jahrelanger übender und forschender Kleinarbeit. Ich greife in die Saiten und finde dort einige Melodien von Leonard Cohen. Am Ende dieses so spannenden Tages ziehen wir uns in den Komfort der Küche zurück, kochen ein Finocchio-Risotto mit Koriander und braten dazu Filet vom Schwertfisch, Pesce Spada. Das literarische Abendessen findet im Einzugsbereich der Kochbücher statt, die aufgereiht neben der Balkontüre ihre Geheimnisse hüten und nun mit verführerischen Avancen aufwarten. Cannolo di melanzana, piernina con capelli d'angelo croccanti, ricotta, pomodorino, i
Ragusano, Cotoletta alla Palermitana und so weiter und so weiter. Uta entscheidet sich für einen Limonenkuchen.